So. The following program may contain content that's of your side offensive. Das fängt schon mal sehr gut an. Hä? Penis. Global Offensive. Mhm. Sein Gesicht ist offensive. Eyo! Geht los. Hi, Jeff. A live showcase of what's next in the wide, My name, wide Jeff. world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside. Mach mal die Musik leiser. Schau gar nicht mal lauter, ihr seid viel zu lauter als er. We'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish list. And even if you don't get every announcement that you desire, let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of Ja, das Logo rechts muss ja drauf sein. So. Hallo, Marken. Over 30 years ago, Capcom's Street Fighter hit arcades, and ever since, this legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive gameplay footage. Enjoy. World Premiere. Kurzen. Oh, oh. Was steht da? Ich habe keinen Street Fighter der Welt gespielt. Ich kenne den Typ nicht. Den kenne ich. Ich auch nicht, aber geile Frisur. Ja, Street Fighter ist schon cool. War auch nie mein Genre, aber... Okay, mit dem Flugzeugträger ist ich vor. Warum nicht? Tja. Das ist ja... Sie doch recht. Tja. Jawohl, voll auf die Fresse. Haben es gerade durch die Haare geklippt. Ist aber okay. Das machen Kämme so. Your fight coming. Ah, nächstes Jahr. It's all about the comb. All right. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Brand new game. Check this out. Was wir Leute machen, das ist leise. Oh, Fokus. Keine Ahnung. Was ist die Tarantula-Basis? Sergeant Leo Alvarez of the CM-Leth Recon. Pixel incoming. Our mission was to enter the Tantalus base. Geht jetzt die Leiste nicht mehr weg. And bring it back online. We found the relay, but there was a Neues Ding, wie heißt's? Von den Deutschen da. Nee, jetzt Fokus. Dark Souls, Techno. Ach hier, The Search. Ich glaube nicht, dass... Ja, das ist halt genau. Deck 13 stand aber nicht da. Kommt sind die Entwickler. Wollen die nicht Dead... Ist das nicht die Dead Space irgendwie weiter dödeln wollen? Weiß ich nicht, was jetzt kommt. Nee, ist ja ein neues Game. Das ist mit Dead Space, der Titel, der ist ja schon bekannt. Ja, okay. This ain't good. What we found was a new kind of evil. And it found us first. Eine KI hat Sörens Humor verewigt. Diese KI wurde wahnsinnig. Da ist sie. Hallo Ibims. Ah, neues Alien Game.
Ich habe schon gehört, dass sie mehr machen wollen nach Ding. Vielleicht ist auch ein USB. Kommt mir irgendwie bekannt vor, Fabian, ne? Nächstes Jahr. Ich wollte gerade sagen. Was? Das kommt mir bekannt vor, wie letztes Jahr. Aber es ist halt ein neues Game, deswegen muss ein neues Spiel sein. Ich muss sagen, ich mochte Alien mehr, also als das eine Alien schon Gefahr genug war und dass es sich so smart verhalten Ja, aber der hat. hat aber Spaß gemacht. I don't know what I Ja, saw. so generell mag ich es mehr, wenn sie den Gegner gefährlicher machen, nicht indem sie 100 Stück von denen machen, die aber dumm sind, sondern weiterhin das Alien, ne, das im Originalfilm war das Alien ja fucking smart und cool. Ja. Und am Ende hin haben sie einfach gesagt, wir machen nur noch 100 Stück von denen und fertig. And someone needs to know. Wenn wir Alien Games spielen. Aliens Dark Descent. Okay. Ja. Ist XCOM. Hab ich schon fast gedacht, so ein XCOM-Spiel. Von oben. Ja. Nächstes Jahr, okay. No, not bad. That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Guck, das ist Today, es. I am Callisto thrilled to Protocol. get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Kommt schon dieses Jahr, ne? Dann schaff es nicht mehr, den ersten Teil nachzuholen. Um wenigstens zu wissen, was es nachmacht. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have Wohnt es am Vater? fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. Lecker. I just love that last part. Gives me chills every time. Ist das nicht ein Schauspieler? Was sagst du? Ist das nicht ein Schauspieler, der Typ? Bestimmt, Das Gesicht kann kommt mir sein. so bekannt vor. Die werden einen gemocapt haben, ja. Aber Ja, ist der Typ aus der Super Perforator-Werbung. Alter. Nope, censored. In Deutschland. Garantiert nicht. Welcome to your new home. Wird bestimmt zensiert. Callisto. Nicht zu verwechseln mit Calippo-Eis. Dezember. Okay. Wird vorgemerkt, dieses Jahr gibt es viel zu wenig. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, That's Glenn. congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. And you've been an ambassador. You've amplified Ja, das sind wir die spannendsten games, Parts, new die Interviews. studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it.
Thank you. It's not about me. It's about you guys. Yeah, I know. I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to Sucht show euch ein Zimmer. this game. People saw the trailer, but what I'm so Wir excited sind dann live auf der today Bühne, ja. is it we talk about raw gameplay. Also da würden die Einschaltquoten hochgehen, du. People are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them. Wenn man dann Leute, die die Waffe benutzen, einen Gripster. It's great. And then check out the nice ending we have, where we we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work. Nein, das ist aber nur, das machen die immer, wenn die einen neuen Trailer vorstellen, bringen sie am Ende den Hauptcharakter um. In-game halt. Als der Todesarten gibt. Was meint ihr damit? It's rare Ja, teams are bringing something out like this year, and let's look bla, at bla. footage Schofield, striking distance. Here it is, the Dass first die nie lernen, gameplay dass of the Bilder mehr als Protocol. Worte sprechen. Zeig mal Gameplay jetzt, danke. Was er da am Hals hat, hübsches Grünzeug. Ja. Das ist halt wieder die Knasti-Story. Ja, irgendwann willst du mal auch so auf der Welt aussehen. Sieht schon aus. Wenn bei Mac ist wieder die Eismaschine nicht funktioniert. Ja, da liegt der Mitarbeiter. Ja, verdient. Oh mein Gott. Naja, das war ein sehr billiger Jumpscare. YouTube Deutschland, nachdem klar war, dass Bibi und Lenko sich trennen. Genau so. Oh, hier auch mit dieser Scheiße. Kannst nicht mehr hören, ey. Meine Nachhilfeschüler philosophiert darüber und ich sitze da so, boah, Leute. Ich will den allen eine 6 eintragen. Ah, ich kann schon die Körper da wegschieben. Junge, kann er überhaupt treffen? Jawohl, also. Links und rechts und zack. Ja, das ist halt Lebensenergie, das ist halt Dead Space. Na, Anspielung. Ist so, ich sag mal ein Wrestler, ne? Callisto, ja. Der neuen Batterie von Da Schmurerstell. hat er schon die Rüstung an. Voller Sprung. Ja, da merkt man schon, dass es von Dead Space stark inspiriert ist an der Rüstung. Aber gut, ist der frühere Entwickler davon. Dead Bud so. Da wird er gleich angespuckt. Ja, die Waffe vom Design her, das merkt man schon alles sehr hart. Ja, das ist halt Der Cutter und so. das soll halt wirklich Dead Space sein. Da können sie auch im Remake nichts schaffen. Den FPS. Oh, jetzt sehen wir den Todesart. Boah! Ah ja. Also wenn das in Deutschland so ungeschnitten rauskommt, den Respekt. That just happened. All right, moving on. Ist aber reingedrückt, Alter. Krass. Oh, jetzt kommt's Entspannendste überhaupt. Sorry an alle, die hier im Nachhinein schauen und sich jetzt aufregen, was ich so gegen Call of Duty sage. Endlich COD, ey. Wollten wir alle sehen. Nicht. Ja, man muss ja irgendwo unterbringen, dass auch dieses Jahr wieder 27 Teile rauskommen. Hi everyone. In 2019, modern warfare changed everything. Game Master von On Call of October Duty. 28th, we Changed ushered in a new everything, era das of wäre schon mal Call of ein Duty with the launch kurzer. of Modern Warfare 2. We are back. Ja, we are also wenn wir ein bigger, Bingo aufgebaut and we hätten, are dann wären wir jetzt schon mal bringing the auszuschalten entire können. team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way.
inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Es gab schon mal Modern Warfare 2, Mann. Nenn's doch anders. Warum hat der Typ eine Maske auf? Nach wie vor das beste Call of Duty. Die Corona haben, Sören. Mhm. Eine Bohrinsel-Map hatten wir auch noch nie. Also ich will nicht, wir hatten das schon mal, auch wenn ich kein Call of Duty-Spieler bin. Was war das jetzt? Antiklimatischer, wenn jetzt genau jetzt so ein Lachs da rausspringen würde und jemanden ins Gesicht knallen würde. So plopp, blablabla. Das wäre... Nein? Okay. Yeet. All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. You've got 3 AQ internal. 2-1, making entry. So, cut right clear through. Wow, welches absolut bestimmt nicht gescriptete COD-Event wird jetzt passieren? Das ist halt Singleplayer, Mann, ja. Ja. Die waren halt teilweise echt nicht so schlecht. Zumindest habe ich das gehört, ich muss sie noch schnell spielen. Ja. Nur nicht für den Vollpreis. Das, genau. Fängt ja diesmal ab 70 € an, ne? Ja, wie schon gesagt, es wird dieses Jahr nicht gekauft. Es wird dann vielleicht in 3-4 Jahren, wenn es runtergesetzt ist, für die Singleplayer-Kampagne gekauft. Aber Ja, nochmal ja eben, nochmal machst du den Fehler nicht. Ja, man kauft einfach die Sachen 3-4 Jahre später. In der Zwischenzeit kamen ja auch wieder 3-4 neue Teile. Ja. Aber du kannst du einfach takten so. We're moving to the main deck. Ja, ja, auf dem Klo erschossen. Roger that. He's dead. Dass die Molotovs einfach liegen. Keine Ahnung. Ich habe mir die Typen, die diese Gameplays spielen, immer so betont langsam laufen und sich alles angucken. Ich könnte es echt nicht. Ja, damit, weil sie halt vielleicht 2 Meter weiter links noch nicht gemodelt haben, weil die FPS-Zahl optimiert, also, ne, also fix. Okay. Achso, ich dachte, da wäre gerade ein riesen Schmetterling, lel. Kommt da so ein High-Fantasy-Schmetterling so lange. Fabi, das ist Pharaon auf der Motte. Oh, Nate. Oh, er hat doch Molotov. Die Effekte sind halt schon gut, aber es Ja, sieht auch gut aus. Muss man ihn schon lassen. Aber das können sie ja, also es gab ja nie einen Teil von Call of Duty, der scheiße aussah. Es war ja immer schick, als es rauskam. Da kann man echt nicht mehr gerne stimmen. Spanisch. Guck, geht ab. Das erste der Mexikaner. Guck, geht ab, gefällt mir schon mal. Die wollen da liegen. Ja, jetzt mal die Tür zu. Haha. Ausgesperrt, lel. Bossloot für mich. Das ist eine Falle und da ist eine Mine drin, bumm. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ah, gut.
Mexikaner es anscheinend auf diesem Schiff mitbekommen hat, dass die da drüben irgendwie einfach alles umgeballert haben. Let's have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. So, ohne es böse zu meinen, aber hätte es nicht bis zu dem Zeitpunkt gereicht, um das theoretische Gameplay, also Hey, es sieht gut aus, es fühlt sich smooth an. Ich sehe, Okay, es mit wackelt. einem Motorboot auf einen Containerschiff gekommen. Ja, die sind gesprungen. Ah ja. Deswegen waren sie ja so kurz betroppelt. Ja, sie haben einen Double Jump unterwegs gefunden. Okay, okay, verstehe ich. Die wollen zeigen, dass sich selbst alles da gerade bewegt. Cool. Weggelehnt, konnte schon Rainbow Six. Verstehe zwar nicht, warum da alles rumrutscht, weil auf dem Containerschiff ist ja eigentlich alles festgebunden. Hätte es sich auch schon von vorher rumrutschen müssen. Nee, die haben sich jetzt gelockert, so als sie das Wort kam. Natürlich. Ist doch klar. Natürlich. Alle One-Shot-Kills hier. Rein theoretisch ist die Chance ja relativ hoch, dass von diesen 50 Bösewichten, die zwischen diesen Containern hinher einmal Pech haben, irgendwie zermatscht werden, wenn alles locker ist, aber die hat ihre eigenen Probleme. Close. Dass er auf 1 Meter ranrennt und dann... Aha. Habe ich gerade richtig gesehen. Der FS ging bis runter, als Wasser kam. Der FS ging gerade, glaube ich, runter, als Wasser kam. Auf jeden Fall. Ist kein eingebildet. Ja, bleib rechts 2 Meter daneben stehen. Oh, was ein Peng, peng, pow, piu, 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 ratatatata, brrrr. Pre-order now and get early access to the open beta. Ja, 28. Pre-Order, Oktober. kauf dir Okay. Monster Energy und den Code, dann kriegst du einen That's what we're Waffenskin und talking 7 about. Tage mehr And joining us Prestige. now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Ja, guck mal, die hat die Ausschnitt von der Wolf-Logo abgestimmt. We saw the first Stimmt. gameplay. Thanks for that extended Respekt. sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that Oder mission. Where sie is arbeitet it da and gar nicht, what sondern do die we hat see? da irgendwie gerade den Boden noch angemalt first of und all, stand da lustig. welcome back. Nein, die ist doch der Game Master. Ja, ich weiß, komm, ich spiele für den Gag mit so, hey, ich hab was wollt ihr hier? Das war ein Gegengag, der Game Master, GM, weißt du? Die Spiele leitet Call of Duty. Achso, ja, okay, also die ganzen NPCs eigentlich von ihr gesprochen, die da immer sitzen. Oh, ich bin Horst. Oh. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Ja, komm, ich lehne mich immer zurück jetzt. Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, Alejandro. Guy who's super capable and a guy who's just as important. Jetzt fällt die alten Kalender aus. But as far as the level's concerned, you know, this I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2
and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it By the really way, marks this Capcom step Arcade change, what we're calling a Stadium ist transformational gerade moment for the auf entire franchise. Steam You're gonna see kostenfrei. incredible rendering, incredible graphics, Keine all Ahnung, was things das just ist. within the game itself, built all on one Ein shared Spiel mehr in engine deiner now Sammlung. across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a Warzone standalone 2.0. experience of Warzone for current existing Ist nicht genug, was players as gemacht well. hat. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, Wie lange haben wir jetzt gespielt, Fabi, als wir es letztes Jahr wieder ausprobiert haben? 5 Minuten? Aber es ist Warzone installiert. coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to Ich hab grad follow. gesagt, es kommt wieder auf Steam. Before we Ja, leave, kannst du we gotta ask a vorbestellen bei little bit Steam. about Ja, immerhin. Warzone. Also nicht gut, dass wir von ihrem Battlenet Wirkt es nur so, das Gesicht im Hintergrund ganz rechts, ganz außen gewesen? Wirkt das nur für mich so oder wirkt das so ein bisschen zusammengedrückt da so im Hintergrund, als hätte er irgendwie so gerade so ein Herzinfarkt oder so? Den Charakter, ich kenne ihn ja nicht. Ja, aber warte gleich mal drauf, wenn er wieder auf groß ist. Da hinten, da siehst du den Mund, der kippt ja bei denen da hinten so, das sieht vom Bart so aus. Er ist halt halb. Er ist zufällig. Ja, guck mal, das sieht doch so aus, als würde die Hälfte abkippen, oder nicht? Ist das eine Scheibe? Das sieht einfach so aus, als würde die Hälfte des Gesichts von dem gelähmt sein. So, nichts gegen Gelähmte, aber es sieht bescheuert aus. Als wäre die eine Seite länger. Ach, keine Ahnung. Er ist mit dem Zombie-Virus infiziert. Verstehe. A classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. Hentai Girl 27. Okay. Ja, 30 Jahre altes Spiel, das kann nur von Micro jetzt, okay. Hier, Dings. Ach. Komm. Ja, hier. Ah, hier auch. Aber sagt mir das nichts. Gut, weil es auf meine Zeit war, aber trotzdem. Ah, Flashback. Yes. Winter 2022. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too. I'm so excited. Könnte auch so ein Bingo-Spruch sein, aber der ist... Da gefällt es ja. Bin ich gespannt. Vor 5 Jahren hat es angekündigt, sagt mir aber nichts. Oh, nee, das ist nicht das, was ich denke, oder? Ich weiß nicht, was du denkst, aber wenn ich denke, dass du denkst, dass ich denke... Weiß ich nicht. Das ist diese Western. Da finde ich die Western. Western? Ja, siehst ja, Western machen. Ja, so ein bisschen Steampunk-esque, ne? Oh, so ja. meinst Wohl, aber Zeug. wirkt so ein bisschen wie dieses Warhammer Vermintide, nur noch mit Schusswaffen dazu. So gegen Zombies. Ohne Glocke. Cool. Random Glocke. Okay, Rifle, One-Shot. Die Typen mal eine also keine Ahnung, ist das irgendwie K9-Einsatz im Gothic-Festival, weil wenn die alle Pentagramme zeichnen da irgendwie, keine Ahnung, sind die auf so einem Gothic-Festival und suchen nach Drogen. Was geht hier ab? Der wird gerade. Witchfire. Sah nicht schlecht aus. Also ja. Dieses Hellblade oder wie das heißt, was ich seit, keine Ahnung, 2001 auf der Wishlist habe.
2001. Okay, next up comes an Hat aber nicht ambitious Steam, new ne? game from a Da new stand noch gar nichts, da stand nur independent Game studio in Store, es wird Europe, also exklusiv starring sein. some very Und familiar names. exklusiv Games Also. sind bei mir gleich mal raus. New game announcement. Ja. Epic Launcher, lel. Für alles muss es kommen, oder für Steam. Officer Taylor. Oh, Billy Tennant. 29. Nein? Wegen Fallen Leaves? Okay. Today, I can't believe what I saw. Es ist sehr weltraumesk momentan, die ganze Sensation. So Horror-Weltraum, ne? Ist irgendwie in. Erst Alien, dann der Dead Ja, genau, das jetzt ist hier gerade irgendwie so ein bisschen Ding. Aber ich finde es nicht schlecht, ich mag sowas. Oh, Future Knicks, überall Future Knicks. Ja, es ist Horror, erkennt man an der Hand. Also ja, es ist Weltraumhorror ist dieses Jahr anscheinend groß. Bam! Rotes blinkendes Licht, check. Gegen Türklopfen, check. Kriechen, check. Luftschacht, check. Oh, diesmal keine, anscheinend Voice-Tapes, sondern Videotapes. Wishlist und Steam. Sehr gut. Stimmt, man. Ich sollte das machen wie Chris. Ich sollte mir eigentlich währenddessen aufschreiben. Der schreibt es mir noch drauf. Ich Team jetzt auch Spieltitel. Ich mache das jetzt wirklich professionell. Wenn meine kleinen Zettel nicht reichen für. Wenn die hier quatschen, kann ich sie notieren. Wie ist das andere Witchfire, ne? Ja. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go Das through für the game. Schnösel. Of course, my character will be at times in Voll der opposition Game-Entwickler, oder? with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a, yeah. Oh man, we can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. It's so great. Ihr könnt ihr mal aufhören, den Typen jedes Mal zu loben. Ist es eine Pflicht, dass man den loben muss? Das kommt man nicht in die Show. One of the first major Ja, ones. jemand Arschkriecherei. I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer. Also die playen die Characters, das sind quasi Schauspieler. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? You know, independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. Guck, I'm into that. Dead Space Inspiration. Cool, like performance capture and everything. Nochmal. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best in the business. And me. I get the privilege Who's the other of getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we're working on. I think it's gonna Ich finde es auch besser, wenn sie ihn dann an der Trailer knallen, als dieses klare. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this.
And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. Krass, sind die Studio-Geschichten Motion Capture machen sie? And so Roger and Completely different way than we ever did before. Da haben wir den nächsten. To you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can. You will. And it's going to be glorious. And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust. And we did. Yeah, I mean, we're big, excited big about stunts. Yeah, I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Troy, Roger. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut. Ist gut. World Premiere. Wäre jetzt geil, wenn jetzt so dieser Mick Gordon Metal Soundtrack aller Doom für so ein Spiel wie keine Ahnung Stardew Valley kommen würde. Ich pflanze meine Blume. Das ist schon wieder ein Weltraumspiel. Hat er doch gerade gesagt, Space. Weltraumspiele sind gerade in. Weltraum-Horror ist gerade in. Oder Weltraum-Shooter. Den Soundtrack von Mick Gordon hört man aber auch direkt raus, finde ich. Dieses Du. Ah. KI sind diesmal die Gegner. Keine Ernst. Das sah so aus wie von Alien Isolation, so vom Look her. Das ist doch nett. Routine. Xbox, Game Pass, Steam. Sehr gut. Mann. Ja, wie dotiert. Hab nicht viel gesehen, aber. Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Wurde wiederbelebt, Now it's okay. time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. I play Fortnite. Lol. What's up, everybody? Da ist er. And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest? Natürlich oberkörperfrei, natürlich im natürlich im Gym, ey. Oh Mann. Der jetzt. Mach ich nächstes Mal auch, wenn du irgendwie ein Intro von mir eingesprochen willst, Tobi, dann nehme ich mich dabei auf. Ich kann ja auch reise ich vor nach Schweden in die schwedische Beachvolleyball-Frauennationalmannschaft und nehme mich dabei auf. Hey, bist du zufällig hier? Hat er jetzt seinen eigenen Energy Drink rausgebracht? Ist das dein Ernst? Alter, was geht hier schon wieder ab, ey? Es ist einfach nur Abriss hier. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering and I deliver them often. You guys also know me as the Er ist schon ein fanziger Typ. Sein Lächeln löst das Ganze wieder auf. Alles okay. Aber na, nicht. Electrifying. Number one, thank you so much for the crazy response of me becoming the foundation, but also I got to say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams. Wenn er jetzt aus Langeweile noch so irgendwie 40 Kilo mit seinem linken Arm anfängt, so ach ja, ganz üblich für mich. You will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, Lol, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math.
October 21st. I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will DC-Filmfarbe, ne? Verschlossen dich. Als Black Adam kommt der. Also. Arzer Adam. Seine der beliebtesten DC-Schurken. Oder wobei der ist Anti-Held, deswegen mischen wir uns bei. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun. Weg mit deinem scheiß Energy Drink, Mann. I'll see you down the road. This is Black Adam. Ich dachte, wir waren in der Game Show, scheinbar nicht. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. Oh, New Cinema. Bald ich die beiden Dinger sehe. Machen die jetzt einen Werbespot für einen Kinotrailer? Ja, das ist ein Kinotrailer, hat er gerade gesagt. Black Adam. Come Oktober. Gaming. Ja, der Rock hat gerade gezahlt. Also die haben gezahlt. So, nicht der Rock. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He caught a rocket. Und das wurde jetzt mit Copyright claimed. Danke. Oh, Outriders DLC. So, wer kann das der? Kennt der kommt. Aber noch geht. Pau, piu, piu. Pau. Hab's dazu nicht mal schon mal so ein Superhelden-Service-Game, Raid-Game? Das hat auch mega gefloppt. Ah ne, das war Marvel, ne? Ja. Wo du so als Hulk und so spielen konntest. Da denkt sich jetzt DC, die Chance nutzt sich. Das ist eigentlich ziemlich smart. Nee, das ist DC für, das ist schon wieder gewechselt, Sören. Das ist DC für Outriders. Ah. Outriders DC. Guck, Volksstyle. Soll ganz gut gewesen sein, Outriders. Mir hat's nicht so Spaß gemacht. Fabi aber, glaube ich, ganz gern gespielt. Ich weiß nicht, mich hat's nicht war überraschend. Ja, aber es ist überraschend. Es wirkte halt anfangs, fand ich, als die ganzen Trailer rauskamen, 100% generisch. Und am Ende meinten die Leute, es soll tatsächlich gameplay-technisch Spaß gemacht haben. Okay, das ist Switch, hätte ich nicht gedacht. Ah, wieder nur ganz schnell. Was es neu für die Switch gibt. Wir kamen übrigens. Xenoblade. Ich musste es leider ablehnen. Meine Vorbestellung von der. Vom Steam Deck war da. Echt? Mhm. Oh Gott, voll geil. So nein. Es hätte so gut werden können, hätten sie von Anfang an dafür gesorgt, dass es Cheater-Schutz gibt. Die waren so im Hype und es ging so schnell kaputt, weil die Leute das kaputt gehackt haben und da habe ich so viele Leute verloren. Das Prinzip mag ich immer noch sehr. So Takeshis Castle. Kenn ich, wer ist denn das? Was ich kriege, wenn ich jemanden kenne, ich weiß, wie der heißt. Benno. Nee, ist irgendwie bekannter. Gerade gewesen. The Benno. Was ein komischer Trailer. Mülltrailer. Ja, ist ganz strange.
Brauche Drogen. Brauche Drogen, so viel ich mag. Weißt du, ich das Geräusch von diesen Viechern auf? Free for all. Heißt Ja, aber das? auf Epic Game Store. Weg von Steam. Dann fickt euch. Ich meine, F euch. Across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Der Space, Check Achtung. this out. Ja, wahrscheinlich. Burberry. Ja. Space. Frostshine Studios. So ein Eisplanet. Hätten wir es gewusst, hätten wir Space ins Ding gepackt. Der wäre jetzt schon. Oh mein Gott. Nordlichter. Wikinger Game. Muss ich sagen. Nordlichter gibt's überall. Also nicht überall. Ich wollte gerade sagen, technically nicht überall, aber gibt's überall, aber nicht überall. Ich weiß das Weite. Ja, ich weiß, was du machst. Das ist wieder Space, guck, alles wie Sci-Fi. Vielleicht sind das Space-Wikinger. Dann hol ich's mir nicht. Was ist das denn? Ist das Wall-E? Alter. Oder Portal, der Würfel. Ich kann mich an seinen Namen nicht erinnern. Ich frage mich, ob es einfach für 5 Jahren eine Umfrage gab von irgendeiner PR-Firma, die gesagt hat, was wünschen sich Gamer als Genre, und da kam Space Sci-Fi raus. Und deswegen hauen das jetzt. Das ist ja wirklich bedeutend viel gerade, also. Ja. Weil es gab ja eine Zeit, wo Wikinger in waren, und dann 5 Jahre später kamen mega viele Wikinger-Games raus. Und jetzt ist es, glaube ich, Space. Also ich finde, es gibt immer so Themen, die so gerade so innen sind. Oh. Jetzt das Fantasy mal wieder in ist. Diablo. Ja. Die Soundeffekte sind ehrlich gesagt ein bisschen lame. Okay, seltsame Mischung, ist Sci-Fi, aber mit dem mischt. Mac. Über von Overwatch. Okay, das wirkt schon ein bisschen ID Nord bisher, wenn ich ehrlich bin. ID Nord gegen ID Süd. Ja. Und voll die Marvel-Mucke. Nee, catch mich bisher nicht. Wird nicht aufgeschrieben. Ja, der fehlen doch teilweise Sounds, oder? Jetzt mal ehrlich. Ja, ich weiß nicht, also entweder haben die das am letzten Tag fertig gemacht. Heute Mittag in der Mittagspause noch. Ah, stimmt, war scheiße, da hab ich das Event, hell. Stormgate. Ne, wird nicht notiert, sorry, hab mich nicht gekickt. Also wird's die Beta, also das Spiel entwickelt sich eh noch. Inscreen, 2 FPS. Premiere. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. Das ist Steve. RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? Ich meine, ich finde es nett, die sind nervös, die wollen ihr Spiel vorstellen. Finde ich cool, die haben Passion, die wollen das raushauen. Aber die müssen auch wissen, dass das keine Sau juckt, außer halt die anderen aus deren Firma. Die einzigen, die jetzt interessiert zugucken, sind seine Mitarbeiter und hören sich das an. Deren Freunde und Familie, aber so die Es gibt bestimmt Leute, die interessiert ist, aber die können es halt woanders herbekommen. Also die müssen es nicht auf diesem Event hier machen. Das meine ich damit. Ja, ich glaube, selbst das wird kritisch. Also selbst die wollen kein Blablabla hören, wie er... Ja, diese Branchentypen halt, die halt die Branche ja. die vielleicht. Aber guck, das ist Stargate. Ich hab's gewusst. Stargate nach immer. Die kommen von einer Welt und die müssen die alle wegballern. Warte mal, er hat gerade RTS gesagt. Okay, das ist sehr interessant. Das ist im Trailer nur ersichtlich gewesen, dass es ein Strategiespiel ist. Jetzt wird es doch aufgeschrieben, tut mir leid. RTS war für mich das Triggerwort. Ja, Echtstrategie ist bei mir immer. Das stimmt mir alles zu. Automatisch gibt viel zu wenig Echtstrategiespiele.
where we're really trying to push the genre. Aber wir müssen trotzdem nicht, was da geht. First off, approachability. For one thing, we're free to Also wenn es ein reiner PvP ist, fällt es auch no pay to win, no NFTs, nothing like das hört sich danach an, weil ihr sagt, no pay to win. Lower that barrier to entry. Also vielleicht streicht es auch gleich durch. We're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work-in-progress images from the game, right? Yeah, these are still very much being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. 2023, you said, for the beta, so people can sign up now, get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, you know, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement. Ehemaligen StarCraft. Thank you so much for having us here. Really Leute. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. Highwater. Check this one out. Es ist halt die Frage, als was da mitgearbeitet hat. Wenn da Highwater Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing to Mars ist wieder Space. That the world ended on also ein Szenario, wo es um Space geht. Welt-World-Ending halt. Waterworld anscheinend so ein bisschen. AlphaWorld, Forever Young. Ja, das auch. What the fuck is happening? Also erst die Welt ist untergegangen, aber die Welt hat irgendwelche komischen Sachen gebaut. Ah, da ist doch AlphaWorld. Forever Drowning. Hallo Ibims, ich bewache hier dieses Wasser. Der Dicke da vorne, das bin ich. Ah, bin der Baum. Highwater. Ich hab keine Ahnung, was das für ein Genre sein soll. Ja. Ist das so weit? Das war aber ein bisschen interessant, weiß ich nicht. Science-Fiction-Horror-Shooter, glaube ich. Nee, das ist Dating-Sim. Strategie. So ein absolut weirdes Dating-Sim-Spiel, würde ich also Alien Isolation Dating-Sim. Dating jetzt das perfekte Alien. A Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it on time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict. Blaze konnte keinen Trailer zeigen wegen Ukraine-Krise. Oh Mann. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia. Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. The premiere. Oh, freebie. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. Stimmt, die haben keinen Namen. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. GTA 6. Jetzt nicht bezahlt. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Das ist ja gesagt jemand Trevor, also GTA 6. Ja.
I'm going to get you out of there. Also er muss auftauchen. Also Was ist da jetzt? abhauen. Ja, der Typ muss abhauen aus der... Keine Ahnung. Die streamen den und der muss abhauen, das hab ich verstanden. Ja. Du musst da rausbrechen. There's trouble in paradise, and watch out. You don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. World Premiere. Epic Games, schon ist weg. Kaffeestain, man. Aber egal. Geiler Booty. So eine Dead Island Nachmache, oder? Was passiert hier eigentlich? Im Trailer, ja, das ist Dead Island. Nachgemacht. Nur, dass es keine Zombies sind, sondern es ist Goat Simulator. Das ist ein Abschlag, weil es Goat Simulator ist, klar. Statt den Zombies sind die Goats, ja. Wenn man vorstellen wollte, wie es in meinem Gehirn aussieht. Goat Simulator 2. Das ist wahrscheinlich. Schade, ein Epic Games Store, verstehe ich nicht. That's pretty accurate. Drei? Achso, es gibt zwei schon, wusste ich gar nicht. wann gibt's drei? Vielleicht gibt's auch zwei gar nicht und wir haben uns einfach... Ach so, als Gag, ja, stimmt. Das weiß ich nicht. Goat Simulator ist so ein dummes Game. Ja, das hat aber nur... soll einfach nur Spaß sein. Leider. Oh, das wird eine... A tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men cross over with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. No actual gameplay. This world has no hope under your watch. Master of Puppets. Ich würde sagen, haben sie einfach den Vamps aus dem Metal genommen, damit es nur noch nicht Das Metal ist. Venom. Halt wie seine Zungenküsse. Oh, grüner Rauch, Tobi, ist was für dich. So, was Cooles sieht, ist was für dich. Ja. Da musst du dir mal Modern Warfare 2 holen. Ja. Fancy Logo. Geil. Typical Parker luck. I'm gonna need some Der backup. Schienenmann. Unser Lol. Bruder. Oh, keine Ahnung, was das sein soll. Wird das was mit Tactical RPG? Wird das jetzt auch? Das ist Tactical RPG, das ist Tactical, also das ist so wie XCOM. Also Midnight melken Suns. sie jetzt Das ist das schon, XCOM-Genre ja, nee, auf, das ist schon bekannt. Letztes Jahr angekündigt worden. Das ist quasi, die XCOM-Entwickler machen ein Marvel-Spiel. Ihre eigenen Jungs und Mädels. Alter, was ist mit Venom passiert? Was hat sie mit Venom getan? Oh. Sie haben einen Hulk. Ich würde sagen, dass ihr Gegenspieler seid, finde ich irgendwie cooler und sympathischer als Sie haben einen Hulk, ja. Guck mal, Pre-Order für Dr. Strange Defender Skin, ey. Ja, dafür krieg ich doch gerne 80 € aus für so einen Skin. Also ich habe 4 Gründe, den Spiel zu holen. Ja, jo. Den kann ich ja von dem Marvel-Anzug. Von dem Marvel, genau, von dem Spider-Man-Anzug.
That was Midnight Suns, and now we're moving on Cuphead to the 2. wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And Heißt es you nur believe nicht it, 2 we're sein. only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how Achso, ein that's DLC. Cuphead. Doch kein zweiter. Joining me Gut, now ich bin is Maya Moldenhauer from informiert. MDHR. So first of all, Maya, it's really coming. It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Wow, Heike I'm ist so doch. thrilled too that I think all the fans. Maya Moldenhauer. Here, and I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult, as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level. Sören mag keine. Yeah, we absolutely did. I think to point one thing that we're proud of in this because we really honed Welche Kommentar? Die von dem? everything to the next level from animation, Achso, ich habe den Chat nicht aufgesehen. the music, Voll the gut. gameplay design, of course, our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. Ja, warum dann die eigentlich 4 Jahre nach dem Spiel rauskam, ein Ziel dafür? Muss ich das verstehen? Ich dachte, ein toller Teil. Die Messe machen. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Smile. Dun, 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 dun. Ich fühle den Soundtrack. Ich mag die Optik bei dem Spiel echt gerne. Ja. Aber es ist halt ein Plattformer Dark Souls. Das muss man so vorstellen. Ich habe es bis jetzt noch nie gespielt. Ich habe es auch noch nicht gespielt, habe aber auch gehört, das war schon so. Da habt ihr mein Bestrafungsspiel, ich will es unbedingt mal spielen. Ziemlich alles dodgen. Okay. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show Der co-hostet auch die Netflix Geeked Week. Was macht der Typ noch? at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with I Am 8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Game Showcase. And Sunday, don't miss Da, the Sonntag, Xbox den schauen wir Bethesda noch. Game Showcase with a Anderes look at nicht the so future of Xbox and Game Pass. Das war's Now jetzt? we have some Ja, exciting das war's. news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend. Assassin from hell, from underground, from a dream. What the fuck? We're called neons. Sinners plucked Haben wir from ein hell Game to für do Andi? God's dirty work. Ja, jetzt schon nicht mal 1, 2, Finding it dann. hard to believe we're in heaven. Das kann ich wieder weglegen. Letzte Anime-Game. Natürlich. Eine Katze mit Sonnenbrille, Zigarre auf der Wolke. Okay, da war das Waifu. Wir haben alles, ja. Wir haben Weird Animal Stuff, wir haben Waifus, also das klingt schon sehr Anime, ja. Wir haben ganz viel Geflackere. Ja. Das ist Neo White. Schulterbeat.
nichts verstanden. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father. Doch nicht, er macht noch weiter. Okay. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. Jakob Zwinsel. You know the saying. Get knocked down, get up Einmal again. wird der Spiel. That whole spiel. Der Single-Vater aus Polen. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Die PD-Mucke. Let's roll. Halo 3. Ja, muss auch mal wieder angekündigt werden. Max Pay. What's happening? The big guy's actually going through with it. Well, I sat at his side, seeing lives as dollar signs. Ja, Max Pay. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. Co-Writer of Destiny 2. Stuntman von God of War. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got just happen to always have these Canadians. Hello, Megan. We have a connection. Out, right? Fellow Canadian. We have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years. I know right now, anyone watching on Nur zwei Twitch for Kanadier more than auf der 30 Welt. minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category. But she's there, and she's for you if you are properly linked up. Ja, so, es wäre so lustiger, wenn die Xbox-Frau redet. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ah, stimmt, Bond. Sarah Bond. Die wird wieder da. Die sind fürs Bonding zuständig. I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo. Und das ist für die Leute toll, die Warframe spielen. Aber ich spiele halt kein Warframe, deswegen ist es uninteressant. Also warum macht man das auf der großen Bühne? Da schauen vielleicht 10% davon sind Warframe-Spiele. Weil vielleicht sonst niemand anderes mit wollte. Die Hauptsache kriegen die Showfrau. Ja, die hat doch gerade gesagt, sie hat sogar ihr eigenes Event. Tenno, also die Warframe-Con quasi. Ja. Jetzt fällt ja auch die Idee da aus, so, ne? My child, my friend, what was done is done. Elden Ring in Science Fiction. Das ist immer noch Warframe. Sieht ein bisschen aus wie Snake. Also habe ich zumindest so verstanden, dass sie jetzt mal aus dem Warframe zeigen. Oder? So mit dem Anzug und der Frisuren ist das einfach ID Nord Snake. ID Nord Snake. Wir haben ja alle die Süden. Ja, ich komme aus dem Nord, ich darf das. Ich weiß, deswegen. ID Nord ist aber besser. Ich war nie bei ID Nord, kann es nicht beurteilen. Ja, es nimmt sich mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr so viel. Guckt, du Paradox. Guck, am Juni 16 ist nämlich die Tenno Live Con. Watch live for the Free Titania. Space Samurai. Mit Fächern. Ich hab einen Umhang.
Oh Gott. Und ich lehne mich wieder zurück. Ja. So, wo ich Katzenohren habe, ja. Ja. So, wenn ich dich kenne, schlage ich Katzenohren, weil ich... Wollen wir alle mal an, gleich ja schreiben? Nein, okay. Ich sage sie eigentlich so Strafe. Schon wieder fest geworden. Diese Anime-Klamotten werden im Alltag auch so nervig. Ich könnte... Es würde mir alles so nerven, wenn alles an mir runterbimmeln würde. Listen. You are in a daze right now. You don't know who you are. Ja. Why you're here. None of that matters. Passt alles auf Sören. In the near future, you will encounter many perils. Natürlich. Täglicher Weg zur Uni läuft ab. Space. Damals wieder. Dass der Polarzug, der falsch abgebogen ist. Also geil, ich weiß, dass Peter gerade zeitgleich genauso wie ich reagiert. So, was ist das? Und Sepp sitzt da so. Okay, sie Explosion, ich tank Dreh, ich hab eine Space E-Gitarre. Ich bin der Auserwählte. Hui, ich flieg weg. Also, du sollst echt mal einen Trailer machen, ey. Nice. Sieht schon schick aus. Muss man sagen. Also hat schon Stil, hat was Eigenes, geht so, also. Was ist Hoyoverse? Muss ich das kennen? Bringe ich wahrscheinlich 5000 Leute um. Ja, wahrscheinlich ist Waifu Heaven. Ja, genau, ich werde es wahrscheinlich zerrissen in dem Video bald. Kannst du nur das beleidigen? Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and World of Danger. Wie ist Tim. Ist Hoyoverse vielleicht ein Genshin Impact? Das Universum? Ich keine Ahnung. Kann sein, dass die Genshin machen. Kenn mich nicht aus. Stiltechnisch kein Unterschied zum Spiel vorher zu erkennen. Uwu Waifu Girls. Ich muss, was du gerade sagen wolltest, hören bei dem einen. Warum? 11. Fußball. Future Weltraumfußball. Leute, jetzt mit Krieg. Schieß ein Tor auf dem Planeten Mars. Spring unterwegs. 27 Roboter um. Wenn das Gameplay ist, sieht das... die ganze Katze. Perfekt, das ist dein Charakter. Ich muss sagen, wenn das halbwegs Gameplay ist, sieht es... Das war kein Mensch. Das war, was ich gedacht habe, was du gleich sagst, Sören. Uwu? Richtig, Uwu. Ich meine, wenn das gerade so ein bisschen in-Game-Kampfszenen sah das echt ziemlich smooth und alles aus. Das war gar nicht mal so... One of my favorite reveals last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles. Oh, das sind die Teenage Mutant Ninja Turtles. Bananen Ninja Turtles. Was? I like Turtles. Welcher ist euer Lieblingsturtle? Hier Raffaello oder Stracciatella? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Die hieß doch nach den Künstlern, ne? Donatello, Raffaello, Michelangelo. Ja. Und Stracciatella, keine Ahnung, Mann. Angelo. Ja. Angelo Merte. Lukas ganz nice. Sieht doch schick aus.
zu seinem Feeling. Six-Player. Ja genau, Six-Player. Ah, weißt du gerade, wo Döner-Teller ist? Nee, ich sehe nicht. Guck mal, da ist... Das ist ein anderer Charakter, das ist ja. Ja, klar, also ich bin die Schildkröte links und... Ja, echt, so, wieso sind wir unterscheiden? Und ich spiele noch vor dem 1. August, dann können wir es auf der Beat spielen. Ich wollte gerade sagen, es passt für der Spielzeit genau, ne? Ja, und vorher knallen wir uns aber irgendwas rein. So 2 Liter Wodka pur und dann noch weniger zu rauchen. Kackt der gerade? Ja! Guck mal, was kommt. Wir könnten das spielen. Spring auf, P4. Sag mal, wie viel. Alter, die haben einen Down getötet. Das war kein Legend Move, also... Die wollen auch einen nichtssagenden Trailer haben, die uns an. Nur für 5 Nase. Waren sie alle cool, ey. Das PUBG? Was wollen die mir denn sagen? Das Hipster PUBG? Ja, alle Waffen ja. Ja, das ist Battle Royale. Ja, wusste ich. Sie müssen es erst sagen, Fabian. Es muss noch auf die Liste. Ich bin nicht Chili con Carne hätte. Schießt sie gerade, ich wollte gerade sagen, fliegt in die Luft und schießt mit einer Schrotflinte? Voll Idiot. Ja, ne? Super Liebe. Diesmal am generell bekifft gucken. Super Trooper. Humankind. Das ist ein Amerika-DLC. Die Nazca. Die Dino. Die Inka. Und die Argentinians. Kubans. Cultures of the America, was für Backbahn. Das Pacing gefällt mir. Einfach Trailer reinklatschen, kein bla bla bla. Alter, die Mucke geht ab. Was soll da passieren? Jetzt ab. Alter, voll die coole Version. Alter, voll sick. Direkt mal so. Lol, in den Real-Life-Trailer. Jetzt Weitere Links. How far will you push humankind? Das ist Humankind. Humankind, Haben sie einfach hinter Humankind einen Trailer, noch einen Trailer gepackt, zweimal? Ja, aber mit einem nicen Trailer-Musik. Okay. Nee, ist einfach die Konsole. Der Release. Sega. Humankind allows you to shape your civilization by ja, jetzt wird wieder 3 Stunden über was geredet. Ja, aber Humankind war schon längst raus, das macht doch gar keinen Sinn. Also, geht weiter. Okay. Oh, ich sehe schon 4 Gründe, das zu holen. Alter, Fabi. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting. Wie viele Folgen sind die eigentlich? 7400? Milliarden vielleicht. Keine Ahnung. Das ist ein JRPG. Ich glaub, es gibt mehr Folgen One Piece als, keine Ahnung, Tokio Einwohner hat. Sonderedos! Leid an die, falls er gerade Schmerzen hat. Und Kills. Oh, ich kann das auch gut, ey. Nando, Oh Mann. Alter, genau der Abend, den ich mir gedacht habe, dass es wird. Sehr gut. Weißt du was? Nani? Boobs! Komisches Vieh! Skelett! Okay, Skelett!
Der andere Typ. Und eine lange Nase. Ich mache nichts. So. Ich hab Schwerter, ich hab ein Schwert im Mund. Also ich kenne. Ich trete, weil... Und hab mir was in den Mund. Sonny. Warum? Wo ist das eigentlich abgedriftet, dass sie eigentlich mit dem Schiff durchs Meer gefahren sind und jetzt durchs Weltraum fliegen und einen Weltraum verprügeln? Also ja, momentan Space! Eine Weltraum. Was ist, hab ich eigentlich verpasst in One Piece? Okay. Betouch. Sexuelle Belästigungspanda ist auch dabei. Ja, sieht nice aus. One Piece Fans wahrscheinlich nice, aber what the fuck? Ja, wir JRPG-Fans, aber sind wir halt nicht. Ja, aber ich muss einfach. What the fuck happened to One Piece? Was ist da eigentlich alles passiert? Okay. Ja, genau, sehe ich auch so. Warum hat er eigentlich angekündigt, was morgen kommt, wenn er noch eine halbe Stunde weitermacht? Das machen wir doch am Ende. Was steht überhaupt in der Wüste? Noch mehr Space. Oh, Illuminati. Ja, oder Doritos. Okay, noch mehr Asia. Okay, wir schreiben jetzt bitte alle mal an ihn. Ah ja, okay. Der weiß doch gar nicht, worum es geht. Der muss es mitschauen. Ist doch egal, es geht um... Ich kann außerdem gar nicht. Ich kann nicht auf einem Bildschirm wechseln. Okay, ich schicke ihm mal random Eier, ja. Das ist Fabi kann es auch machen. Schnasch! Augen. Vorher hat mich irgendwer kritisiert, dass ich bei allem meckern würde, ja? Ich mag jedes Genre dieser Welt. Ich mag nur keine Anime-Spiele. Oder Asia. Ja, wenn die gut sind, aber der ist auch schon wieder so generisch. Ja, es gibt so coole aus Phoenix White und... Ja klar, Phoenix White mag ich ja auch zum Beispiel. Also es gibt auch ein paar Dingens, oh wie heißt das, ey, Somnia und Files und Persona, das sind alles so... Was ist jetzt? Epic Games Store Werbung für ihren tollen Sale, aber überreden. Kauft dieses Spiel auf Steam, ihr findet es auch auf Steam, ihr müsst es bei Epic kaufen. Das ist genauso. Wartet dann noch ein paar Tage, ungefähr 20, dann kommt der Summer Sale, dann ist es ready for a miracle, das ist das Gegenteil. Dann als ich die Rocket League gekauft habe, sollte man sie nochmal hauen. Also jetzt auch, wenn man Epic Games Store hält, sollte aufhören. Es gibt Leute, die mögen das. Den Store. Aber dann. Gerade Minecraft dann? Es geht um Streaming. Ach, Stadia gibt's noch? Lel, Stadia. Ja, die kombinieren jetzt im Samsung Gaming Hub. Lel. Also Game Streaming habe ich noch nie verstanden, sag ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass das eine ziemlich geile Sache ist, wenn es gut funktioniert, aber wir leben in Deutschland, wo unsere Internetverbindung eine Tomate... Ja, das ist halt für Leute, die geiles Internet haben und einen schlechten PC, die können das machen. Ja, grundsätzlich mag ich das. Ich glaube, es geht auch irgendwo dahin, dass du irgendwann, also wenn ich irgendwann meine Bude habe und so, werde ich mir einen Serverraum, einen starken, krassen Super-PC in die Mitte stellen und in jeden Raum nur noch Endgeräte packen, weil... effektiver und was auch immer. Und ich glaube, da wird es auch irgendwann hingehen, dass du nur noch Endgeräte hast und das alles streamst. Aber lel, Internet, Deutschland, lel. Ja, gegen das Stream, wenn ich mir solange es geht, WLAN als sammle. Sag ich ganz ehrlich. Ja, aber... gekauft. Früher hat man sich gegen Always Online gewehrt, heutzutage ist das normal. Ja, gegen Always Online hab ich... Ja, ich kenne nicht nur von dir. Huch! Hallo. Da hat die Kate-Stream. Ey, Beckmann! Moin. Was? Ist es schon vorbei? Ja, klar. Nee, also gut wie. Wir haben schon relativ viel geguckt, wir haben schon relativ viel abgelassen. Lachen. Du hast die Uwu Games verpasst. Hätte es da sein müssen, pünktlich. Oh mein Gott, ist das Mario Soccer? Krass, dass er doch so Nintendo ist. Ich hab die Leute beim Haus gelacht. Aber du kannst, das am besten? Du kannst meinen Stream gucken. Oder das ist bei mir nicht YouTube. live. Echt? Also Bug. Lassen, aber ich bin live. Live ist live. Steht sogar hier. Also Beckmann schickt den Link. Hi,
My name is Carl. Mit dem? I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? What if you had to? In Metal, the better you are at slaying, Guck mal, Fabian, das Metal Game, das ist everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms. Jetzt mein Gott, sie bieten eine Demo an. Und nicht einfach eine dumme... War da irgendwas Gutes dabei bisher? Fabi, das Spiel, ja, Demo ist jetzt raus. Das fühle ich. Das ist Suck Rhythm Game, Metal Rhythm Game. Ja, hab ich bei Henno gesehen. Finde sogar echt gut. Ja, Beckmann, ich hab mir ein paar aufgeschrieben, aber jetzt ein einziges für dich, glaube ich. Humankind kannst du jetzt... Humankind DLC, ja. Und kommt für die Konsole. Ja, das ist Mississippi DLC, ich weiß. Nee, South American. Das ist kannst jetzt Kuba spielen, wenn du willst. Spiel sieht gut aus, Alter. Oh, die Musik? Ja, die Musik ist... Nein, das Game sieht nice aus. Bisschen Doom mit Budget, aber dafür geiler Sound. System of a Down. Gibt's noch? Ist wirklich sehr Doom-esque, ne? Mit den Kügelchen und alles und so. Das Spiel umhaust mit dem Es sieht halt auch aus wie Doom, ne? Ja, Doom mit ein bisschen Comic-Look. Metal Hellsinger. Gut, falls der Hinweis der Musik nicht genug war, dass September 15. Metal drin vorkommt. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. Right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This jawohl. To Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews. This is one of those binge-worthy Spiel ich Samstag, The Quarry. Horror. Where your every choice shapes your story. Der Steinmetz. Nein, ja, Quarry heißt ja oft... Ja, genau, ist, weil die... Steinmetz. Ja, Quarry ist da, wo Steinmetze arbeiten. Wie heißt es auf Deutsch, Mann? Steinklopferei. Steinbruch. Wenn ich jetzt gespoilert werde, schlage ich den Geoff Knightley zusammen. Ich sag's euch, ich will das mal spielen. Knopf Knightley? Genau, der heißt... Der Geoff, Alter. Jeff halt. Der heißt Geoff. Der Geoff Knightley, Alter. Ja, ganz ehrlich. Was ist eigentlich mit ihm? Aber immerhin haben sie Nase. Ich glaube, es wird nice. Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. Gut, der war aber gut gebaut. On-Band. Ach, ist das wieder so aka wie heißt das? Das ist Until Dawn 2 quasi. Genau. Das ist ein Entwickler. Deswegen freue ich mich auch so. 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. Deswegen sind 9 Charaktere. Ich werde die niemals alle durchbekommen. Der Dawn habe ich mal mit irgendwen gespielt. Ich fand alle so nervig, dass ich am liebsten alle hätte sterben lassen wollen. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Let's play irgendwann auf meinem Kanal. Aber der muss das Until Dawn ist. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a short-world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give Haben die irgendwas zu MW2 gezeigt? Ja, scheiß COD halt. Same as every year. Das ist meine Kindheit, ja? Und wenn ihr jetzt schlecht über MW2 sprecht, ja, bekommen wir ein Problem. Beckmann, das ist das neue MW2, by the way. Warum nennt man ein Spiel so wie das alte? Das macht doch gar keinen Sinn. Muss selbst dir einleuchten. Wenn die es anders nennen würden... Warum macht man eine neue Modern Warfare-Serie? Da musst du dich fragen. Ich spiel's nicht. Aber ich will MW2 spielen.
Und ich will noch was. Given how fragile you humans are. Ah ja, Modern Warfare war Realschule und also was Zeitserver mit anderen Schulen, das war schon, aber... Bei mir halt nicht, deswegen kann ich nicht gucken. Ja, aber selbst trotzdem hat mich Activision abgefuckt, weil sie jedes Jahr denselben Bums rausbringen. Also, dann ist gut. Also. Das habe ich vor lauter Dingen gar nicht bekommen, was das für ein Spiel ist. Nightingale. Astro TV, das Spiel. Schreib doch mal auf. Ich weiß ja nicht. Hat der einen Vogelkäfig? Ja, genau. Das ist sein Nutzerdesign. Ja. Hat was mit Karten zu tun, gleichzeitig ist Erkundung. Ja, und das sieht halt so aus wie, hier, was Lars immer spielt. Der Hand Showdown. Showdown. Ah, das ist doch nicht annähernd so dunkel, das ist doch so ein bisschen Comic-dunkel. Keine Ahnung. Aber immerhin kein Weltraum und sie haben Nasen. Naja. 27 Weltraum. Jetzt kann ich noch eine Vorlage für einen bösen Witz geben. Nee, es kommen Weltraumspiele raus, hab ich jetzt gedacht. Mhm. Ja, also heute war... war... zu dem neuen von Bethesda gezeigt, oder was? Nein, sonntags Bethesda. Hä? Sonntagabend ist Bethesda. Und Xbox. Schau mal. Guck mal, das ist hier aus, fuck! Da steht wieder kein Launcher, ich hoffe Steam. Die Tasse. Ja, das sah interessant aus, muss ich ja, mal. genau, also, hab ich notiert. Was Einzigartiges. Ja, ich find's wild, dass das nächste COD wieder auf Steam kommt. Oh, das ist Saints Row Reboot. Saints Row that we revealed last year at Gamescom, and today we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console. Kommt im September so raus. you design and set up your character, and since it's Saints Row, you guys are gonna have a lot of fun with this one. Check it out. Saints Row Boss Factory. Was? Kommt ein neues Saints Row oder wie? Ja, nicht bekommen. Verpasst? Letztes Jahr angekündigt. Kommt im September Reboot. Heißt aber noch Saints Row. Ob das noch funktioniert wie früher, weil mittlerweile dieser Humor auch schon ziemlich hart gedraint wurde mit Just Cause und alles und sehr vielen Saints Rows, aber wenn es gut ist, ist gut. Das Cause ist nochmal, finde ich, was komplett anderes. Das ist auch Bullshit. Ja. Also, wie kannst du da wieder aussehen? Das geht mit den Charakteren. Kannst du GTA-Technik gefühlt auch. Oh, ja, gut, voll. So rumrennen, let's go. BU. Ah, ja. Ich glaube, ich will nicht sein. Boah, wie someone else. Ja. Oder man stellt sich davor, lädt ein Foto von sich hoch, das Spiel programmiert einen nach und man denkt sich, oh, wirklich, aua. Alter, krass. Was ein Charakter, Dito. Ja, so sehe ich mich. Literally anyone. Lol. Hey, da hat einer Johnny Cage gemacht. Das sah Männer aus wie Tony Versetti von GTA. Ah, da warst du Tom Cruise. El Crajo Loco. No. You are not doing El Crajo Loco. Kann man jetzt schon Charaktere neues Saints Row, ey, wird wild. Und das gibt's nicht auf Steam, wird doch nicht so wild, wie ich dachte. Wie konnte das denn jetzt auf einmal passieren? Verstehe ich auch nicht, warum jetzt angekündigt war aus Steam. Also ich habe die Steam-Shop-Seite gesehen, hab's auch auf die Wishlist. Oh, das sagt halt. Wollt mehr spielen, Farbe, das hat man auf der Liste, bis es dann auf dieses Jahr verschoben wurde. Ja. September. Meine Fresse, ey. Ja klar, Sommerloch, es kommt nichts raus. Dauert jetzt auch ein bisschen. Alle Level Infinity hat ganz schön viel gepublished hier. Ja, der Typ rechts. Hat was größer als Bizeps oder Kopf? Ich bin nicht da rechts. Alter. Ohne meine Erlaubnis. Fettschlag. Ich hab halt keine Ahnung von diesem Universum, das interessiert mich das auch so null, ne? Von 40k hab ich auch nur Ahnung, aber egal, Hauptsache Slashen.
Pretty sure that's not how it works. Doch, es hat Vermintide. Okay. Nur in 40k. Nicht in Fantasy. Ich mag 40k, aber ich Warhammer normal, also Fantasy mag ich, aber sobald es in Space geht, fand ich es immer ein bisschen bescheuert, aber... Das sieht schon lustig aus. Ja. Ja, sieht halt aus wie ein Left 4 Dead, ne? Der Vermintide war ja auch nicht anders. Aber wenn doch nur Back 4 Blood mal gut gewesen wäre, ne? Also wir drei, ich, Lars und Fabi hatten nur Spaß mit der Gruppe. Ja. Aber hat das auch einen Wiederspielwert? Ja. Haben wir da halt nicht, aber... Ich will schon. Weiß ja nicht. Alter! Ja, doch. Also, Trailer sieht immer nice aus, aber technically, es hat Potenzial. Also, ja, hat den gut getan, glaube ich. Da war der Baba Boy. Können wir jetzt Blue September 13. Bloober team is known for psychological horror games like Blair Witch and the Medium. Jetzt Today, bin ich they are gespannt. ready to reveal their latest creation Warum made geierst du so completely auf on die Unreal Engine 5 for a Horrorspiele? visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Damit beruhigt er sich, wenn er uns überlebt Ach, hat. Layers of 4.3. Ich hab, weil die ganze Zeit schon gerumort wird, ob die vielleicht Silent Hill rebooten, aber machen sie nicht. Ah, Layers of 4.3 ist auch. Ja, Beckmann seit Horror für mich entdeckt habe. Deswegen geier ich auf die Spiele. Mir reicht schon, wenn ich nach 6 Monaten mit dir immer ein Poppy Playtime spielen muss. Du kannst ja ein bisschen Inspiration für Rons Albträume sammeln, wenn du willst. Passt doch. Dazu läuft das Gesicht, heult sie Blut. Welches Horror-Klischee wird hier passieren? Piano fängt an zu spielen. Nein, das Piano fährt weg, okay. Ciao. Bruder, was los? Sieht halt schon aus wie ein Albtraum, ne? Ja, das geht ja auch. Er malt ja Albträume in seine Bilder. Das ist die Story von der so viel. So auch schon einer. Hier, Dingen. Da haben wir ein Abenteuer vorgespielt. Vom Bild her hätte es nämlich tatsächlich auch sein Till sein können. Deswegen war ich kurz gespannt. Nimm die Funzel aus dem Gesicht. Das ist auch so ein Ding, das ich nie verstanden habe. Wie entwickelt man so ein Spiel, Alter? Unreal 5? Wieso tut man so etwas? Ja, aber warum tut man so etwas? Oh, das ist sehr schön. Guck mal, es sah ein bisschen aus wie ein Penis mit den 2 Dingern. Gefällt dir gleich so, ne? Nein. Mag Peniswitze. Und die Action-Geige gibt Gas. Ja. Sowas fühle ich ja, ne? Hätten? Er ist auf Fies. Heißt der total. Oh, sogar Steam und Epic. Nächstes Jahr. Alles klar. Bis dahin kann ich noch die Spiele spielen. Also This October, Gotham Oh, yeah. Knights Oh. arrive. Batman Family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, ja, es waren schon gute Sachen heute dabei, muss ich sagen. Nicht für jeden war es klar. Anime halt, für mich nicht. 27. Superheldenspiel für mich nicht. Das ist Batman. Batman-Spiel. Ist ja auch ein Superheld. Ja, von den Batman-Spielentwicklern. Guck, WB Games Montreal. Welcome back. Bitte erzähl nix, sag doch Warum einen hat die Trailer. 2 Uhren an? Ja, die will halt wissen, wenn die rechte Uhr nicht stimmt, will sie auf die linke gucken und andersrum. Ja. Nur wenn beide Uhren gleich sind, weißt du, dass die Zeit richtig ist. Wer ist er? Breakdance, Mann.
Das ist der ehemalige, das ist Robin. Der war mal Robin, der wurde dann zu dem. Dann haben wir jetzt einen neuen Robin gehabt. Perfekt, ich hab keine Ahnung, wer das, okay. Robinson Crusoe, der sucht Kannst du 2 Stäbe. Ja, 2 Stäbe. Ah, ja, Nightwing. Was denn? Ich muss sagen, die Maske kann man sich auch immer sparen, ne? Also, das ist nicht so schwer. Der hat keine Superkräfte, Backman, der ist halt so super athletic. Kennt man doch. Ja klar, so Zack. Ja. Also Gadget ist halt Batmans ehemaliger Lehrling, ne? Ja. Diese Maske, ne, ist einfach so sinnlos. Wer könnte da drunter sein? Damn. Immer noch Nightwing. Ja. Warum hat denn der jetzt 3-mal die Rasse gewechselt? Das uneheliche Kind von Eddie. Das war Tires. Das Tekken. hat er halt einen Zopf. I got this, Bruce. Ne. Nice. Willst du? Cat Girl, Bad Woman, Cat, Bad Woman, Girl. Nein, nein und nochmals nein. Who it is? Neil Druckmann from Naughty Dog. Oh, Naughty Dog. Ich hasse ihn. He's from Naughty Dog. Was kann denn dabei nur rumkommen? Sorry, bei Naughty Dog bin ich inzwischen einfach nur noch kritisch. Oh, es ist er. Okay, ihn hasse ich. Kommt ein neues Uncharted? Ja, wenigstens. Es ist besser, als wenn sie in Last of Us 3 machen, die Spackos. Alter, wenn ihr jetzt Last of Us 1 für PC ankündigt, dann bin ich wieder beruhigt. Der Typ war nicht nämlich Grund, dass Last of Us 2 so scheiße wurde. Der Druckmann. Ja, er ist halt ein Druckmann, ne? And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. Was ich nicht sehen kann, aber gut, weil der ist dafür besser ist. We're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects, okay. Oh, interesting. multiple So, what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Thank you for asking, Jeff. Noch was für Bingo? Thank you for asking. Has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And over the beyond what we ever done before. Has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Was will denn jetzt anwählen? Well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Multiplayer Standalone. Alles, was Leute wollen. Der Multiplayer 1 in Dings fand ich gar nicht so kacke, ne? Das muss ich halt einfach sagen. Wahrscheinlich sollte da genau das angespielt sein. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city. Cool, dass ihr uns ein gemaltes Bild zeigt. Das sagt mir sehr viel über dieses Spiel. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Nadi, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game. Ja, immerhin muss man sagen, wir hatten jetzt in 1 Stunde 30, 40 Minuten, wo wir jetzt schon schauen, 6 Interviews, der Rest war ein Trailer, immerhin. Ja, dieses Rumgelaber macht so müde, ey. Hat sich richtig gewolft, also die Farbe da hinten von irgendwann zum Orange zum dunkelrot. Vor allem, wenn man schon so müde ist, vorher Farbe, weißt du, dann hast man noch das Gelabere, wird man doppelt so müde. Auf die bin ich gespannt. Da spielen 2 aus Game of Thrones mit. Was? Ja, die beiden Hauptcharaktere, ne? Joel und sie sind, Joel und Ellie sind beide aus Game of Thrones. Die eine war die Bärenfrau, die Bärenlady da, die Kleine, ich weiß gar nicht, wie die hieß. Die Band? Bertha. Die am Ende gesagt hat, ey, das ist King of the North. Aria? Nein, nicht auch von der Stark Family. Von die Bären, Mormons, ja, genau, ja, die Lady Mormon, Bella Ramsey heißt die. Genau, die. Und der andere,
Die spielt Ellie. Aus Last of Us 1. Und Joel wird von Ding gespielt, von Castellvaldo. Also vom Ding, vom Jamie. Was suchen die, Alter, im ersten Film? Sein fucking Arm, oder was? Sei sehr gut. Das ist Pedro Pascal, du Dulli. Dann hat der andere, die wollten ursprünglich den casten, haben den gecastet. Das ist der Typ, der sich hat den Kopf eindrücken lassen. Ach, stimmt. Oh, cool, danke für dieses Ausschnitt. Die haben ursprünglich Castellvaldo gecastet, dann haben sie ihn genommen. Also beide auf Game of Thrones, aber egal. Tut mir leid, habe ich das verwechselt. Aber bei ihr habe ich recht. Moment. Wenn noch scheiße ist, der so gestorben ist. Zeig doch einen Trailer von der Serie, Mann. Anstatt nur ein Bild. Die schaue ich sogar, weil die aus dem ersten Teil passiert. Nein, das ist eine Serie, die passiert auf dem ersten Teil. Und was ist das da für ein Film, der darüber noch rauskommt? Hä, ich dachte, das war ursprünglich eine Serie angekündigt. Haben die schon alles geändert? Was machen sie beides? Die bringen ihn als Film Teil 1 oder als Serie und hier könnt ihr doch mal die Serie zum Film. Und Die bringen doch einen Uncharted-Film mit Tom Holland und hier... Der ist schon längst draußen, Beckmann. Der ist schon draußen? Der ist ja. Nicht draußen. Doch, der ist schon draußen. Oh. Das Hä, warum haben die diesen Entrance-Musik? Oh, what's up, guys? Oh, hello. Der ist schon wieder der Schnösel da. Das ist ein Schauspieler, Mann. Sie kenne ich. Aber ich weiß nicht mehr woher. Was wollt ihr denn jetzt hier? Wollt ihr jetzt auch noch zutexten? Och Mann, Thomas, wie cares? Ich guck das jetzt, weil ich das nicht locker lässt. Das ist eine Serie von HBO, Beckmann. Kein Film. Also Bella Ramsey als Ellie und Pedro Pascal als Joel. Ach ja. Is he's only talking about this. Das wird Sonntag eigentlich besser werden. Auf Netflix kommt eine Cyberpunk-Serie. Is this bla bla bla. I believe. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja richtig Modern Talking hier, ey. Oh, they're committed. They're so awesome. Yeah, so excited. Oh yeah, we listen to our community and we're gonna make this an awesome experience. I'm so excited. We're unique. We have ambitions. Halt dein Maul jetzt! And you can try and sort of describe that feeling of sort of seeing oh Mann, ey. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. Bitte macht jetzt Ende oder zeigt was aus einem Videospiel. Like the characters coming to life. Because never happened. Film. I love the story. I love. Alter, das geht mit Sören. Weiß ich nicht. Aber er braucht auf jeden Fall Hilfe. Alter, Sonntag Viertelstunde. Ja. Sonntag muss ich die noch länger ertragen. Ja, aber da kommt Trailer, die letzte Bethesda, Microsoft Show war bam, bam, bam. Ja, stimmt. Sarah Bond redet kurz, dann geht's weiter. Hast recht. Ja, auf die Microsoft habe ich Bock, Alter. Dann guck doch mit. Am Sonntag gucken wir. Nein, let's talk about this. Fucking hell. Da gucken wir live. Gucken wir da bitte. Elder Scrolls 6, Alter! Safe wird das angekündigt, komplett jetzt. Mit Trailer. Was wird angekündigt? Elder Scrolls 6. Nee, die gehen über Starfield am Sonntag, ziemlich safe. Nein, Elder Scrolls 6. Und wenn nicht, dann keine Ahnung, spring vom Dach. Die haben schon gesagt, dass sie nicht über Elder Scrolls 6 reden werden, Beckmann. Bullshit, glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Du willst was von Starfield sehen, weil das ihr aktuelles Spiel ist. Die machen nur ihr aktuelles Spiel. Scheiß doch fucking Starfield! Hey, guck mal, da kommt dein Trailer, den du zum Multiplayer wolltest. I've been on quite the adventure, little brother. Nee, ist aber jetzt die Location aus dem ersten Teil. Ach so, es wird auf PS5. Das wird auf noch ein Remake, ja, also kein Remake. Noch ein Port, das wird jetzt auf PS5 geportet wahrscheinlich einfach. Also, ja.
Juhu. Ja, das ist der PS5-Port von Ding. Es gäbe es sich schon auf PS4, wo es eigentlich gut aussieht. Ich gucke aus dem Fenster und gehe über die Brücke, gucke in den Horizont. Yay, dieses Spiel haben wir schon mal gespielt, aber wir kaufen diesen Trailer als das ist voll Fans super. Ich verstehe das nicht, warum machen sie es für die PS5? Warum nicht für den PC jetzt mal? Sony macht es doch gut vor gerade. Die sind auch Sony. Kann ich aber allen empfehlen, wenn ihr es nicht gespielt habt, spielt es, aber nicht auf der PS5, sondern auf der PS4. Kauft es sich nochmal. Kauft es bitte nochmal, gebt uns 70 €, dass wir es auf unsere zweite Konsole porten. Das ist jetzt schlimmer als Skyrim. Aber wie gesagt, der erste Teil, den kann man wenigstens spielen. Pang, hui. Gebt uns 80 €, weil wir die HD-Texturen abgescaled haben. Miu. Traurigerweise müssen... sind Development für PC, da unten steht's, ja! Okay, jetzt ich kauf's mir nochmal für PC, das sag ich dir, weil es gut ist. Aber nicht für PS5. Der Unterschied. Weil ich PC-Gamer bin. Zurück zum Labern. Yay, was verhaltet ihr da? Ich sag euch, Leute, es wird nicht mehr nichts mehr danach geben. Die gehen jetzt nur über das Waffen ans Ende. Passt nämlich, weil 2 Stunden soll es gehen, jetzt sind wir bei 1 Stunde 50. Farbe ist grau. Oh, guck mal hier, es ist Sieht ja einfach durch das Upgrade 3 Jahre älter aus. Ja, finde ich auch. Vor allem, warum, das ist voll bitter, dass die jetzt Part 1 nennen müssen, um es zu unterscheiden. Für die Idioten, die nur den zweiten Teil gespielt haben. Und meine Lieblingsschnürsenkelfarbe ist weiß. Wie sieht es bei dir aus? Oh ja, Tim, ich mag es, wenn die rot sind und blau. Du bist nicht synchron, so, das ist ja lustig. Brauchst du einen Doktor? Oh, ja. Der hilft. Gut, ja. Das war's, glaube ich, für heute. Aber ich muss sagen, war ein gutes Spiel dabei. Wenn wirklich geredet wurde, war es gut. Es ist wichtig, dass wir jetzt nochmals 15 Minuten da stehen und reden. Sonntag wird, glaube ich, auch nochmal geil. Kann auch was morgen gegen sonst kann man nachlesen. Aber ich kenne sie auch irgendwoher. Wer ist denn das? Also ihn kenne ich nicht. Ja genau, ihn kenne ich nicht, er ist auch ein angeblich Schauspieler. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago since we're celebrating the anniversary of Part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back. Was hat er eigentlich für Schuhe an? You guys did such an amazing job on that original game, and it's really when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what I used to. Jetzt sei still, Zuckmann, Alter. Combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on Uncharted 4. Gut, wenn das jetzt alles wenn sie sagen, auch für die PC-Fassung kommt, ist das wiederum. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant. Ich hatte gerade Hoffnung, die haben da irgendwas zu Dead Island 2 gezeigt, ne? Das war der Goat Simulator Trailer. Das ist der Goat Simulator, ja, Alter. Fabi auch so, jetzt bin ich richtig tilt, Mann. Ich hatte noch Hoffnung, dass es irgendwann noch rauskommt. Still making games. I haven't given up my day job. Oh mein Gott, Alter! Jetzt reden sie über Druckmann, den dümmsten Typen der Welt. Der den Typen aus dem ersten Teil entlassen hat. Wie viel Geld haben die denen denn gezahlt, dass sie 20 Minuten alle einschläfern, Mann? Genau so viel Geld, um sich das beste Spiel des Jahres zu kaufen. Ja. Grüße aus der Last of Us 2. Danke, Beckmann. Und die Game Awards. Danke, Beckmann. Beckmann sagt das, was ich der ganze Zeit denke. Das weiß auch jeder, aber keiner interessiert sich für die Game Awards. Nein, aber die haben sich auch Wertungen gekauft. Das haben wir schon voll gesehen. Ich habe weniges, habe ich im Podcast lange aufgerollt. Hört den, wenn ihr das nochmal wissen wollt. Aber ich habe noch nie ein Spiel abgebrochen. Also wirklich abgebrochen. Ich habe mich bei den meisten Spielen wirklich durchgezwungen. Außer es war sowas wie Book of Heroes. Bei Last of Us 2 wollte ich nicht mehr weiterspielen. Das hat schon was zu bedeuten bei mir. Okay, ich muss sagen, die Volver Digital ist auch immer noch lustig. Bei die Volver ja, aber unter der Woche ist mir das zu lang jetzt. Das 23 Uhr ist immer so wie ein Fiebertraum. Warum ist die E3 nochmal ausgefallen? Weil das jetzt gibt. Aber August ist Gamescom, Opening Night, die wird auch gut. Schau mal. Noch einfach hingehen. Ich gehe nicht mehr auf Gamescom. Aber Opening Night Live, ist ganz nice. Irgendwann gehst du hin? Auf keinen Fall, ich bin doch nicht geisteskrank. Viel zu viel, das ist so richtig Mainstream geworden.
Wir haben 4 warte, wann habe ich hier? Ich glaube, ich gar nicht mehr in Deutschland. Fast genau 2 Stunden. Gut, Leute. Ja, wild. Das war die Reaction auf Summer Game Fest. Wenn wir euch ein paar Spiele, was will der denn jetzt? Wenn wir euch ein paar Spiele downgetalkt haben, dann nehmt es nicht persönlich. Und ja, am Sonntag schauen wir dann noch die anderen beiden, Xbox und Ding hintereinander. PC Gaming Show, wird auch länger gehen, mal gucken. Ja. Danke fürs dabei sein oder auch nachschauen, je nachdem. Danke an Sören und Fabi und den später Beckmann, dass ihr dabei wart. Wie Pup. Und ich würde sagen, tschüss.